de poesías, de cuentos, mi amor, yeah. El amor es tan corto, olvidarte, no, no, yeah. Los dos amamos de más, enamorado de tu mirar y tú de otra. Porque eres así. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und? Micha, der Kameramann? Es plätschert richtig gut hier jetzt, ne? Ja. Überall Licht im Bad und ganz viele Sukkulenten und Pflanzen. Gefällt uns richtig gut. Und das ist nämlich heute unser Thema. Wie sagt man, ein lebendes Bild hier bei uns mit ganz viel Moos und Sukkulenten. Und das hat uns ganz viel Freude gemacht und es gefällt uns wirklich gut hier im Bad. Und ihr Lieben, wenn ihr nämlich wissen wollt, wie das Thema funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und hier sind die Sachen, die wir heute brauchen. Und da würde ich mal sagen, hier vorne fangen wir gleich an. Hier haben wir jetzt die ganzen Sukkulenten. Da habe ich auch noch mal die kleinen lebenden Steine. Die hatten wir hier oben in der Infobox. Könnt ihr mal gucken. Den Brunnen, genau, mit dem Leuchtturm. Da haben wir die auch mit reingepflanzt. Die finde ich wirklich sehr schön, weil die auch noch mal richtig schöne Höhe bringen. Dann hier hinten habe ich einmal dieses normale Moos, dann habe ich noch mal dieses Dschungelmoos, dann habe ich eben gerade noch einen Stock mal eben mit nach oben genommen. Von der Rinde habe ich mir jetzt eben noch mal 2 Stücken abgerissen, weil ich das doch ein bisschen natürlich haben möchte. Dann hier drüben habe ich einmal den Kaninchendraht, genau. Und hier haben wir hatten ja oben gerade das Zimmer gemalt und da haben wir diese Abdeckplane für Maler eigentlich, aber da die hier eine Plastikseite hat, fand ich das ganz gut, damit das kein Wasser durchlässt, weil ich habe kein Pflanzenvlies. Und hier, das ist unsere Basis heute. Und da denke ich, die Größe ist ganz gut, diesen Bilderrahmen. Wir waren nämlich gerade bei Ikea. So, und da habe ich diesen Bilderrahmen mitgenommen. Da gibt es auch noch eine Nummer kleiner. Und das ist einer 35 x 35 cm. Genau, und das ist heute unsere Basis. Dann habe ich heute einmal die Heißklebe. Und ich denke, ich werde heute mal einen Tacker gebrauchen und etwas Draht, um mir die Patenthaften selber zu machen. Dann habe ich hier hinten, zeige ich euch noch mal eine Spritze, wie ich nachher die Sukkulenten gieße bzw. den Wasser gebe. Und dann würde ich sagen, es geht los. Als allererstes fange ich an, jetzt hier hinten den Deckel abzumachen. Da biege ich mir jetzt hier die Metalldinger einfach noch mal eben hoch, gehe hier rein, mache mir den ab und werde, ich glaube, hier ist eine Scheibe drin, werde mir das hier eben einmal komplett, genau, das ist wie so eine Plastikscheibe, ist auch ganz nett mit dem Passepartout. Das kommt jetzt aber komplett raus. Dann nehmt ihr den Kaninchendraht, legt den hier in den Bilderrahmen rein und drückt euch das richtig schön nach unten hin, dass man das so ein bisschen, ja, so in Form gedrückt hat. Und den Rest hier oben, da habe ich es jetzt einfach so, dass ich da gar nichts mehr abtrennen muss. Und den Rest hier oben, was jetzt übrig bleibt, das machen wir mit dem Seitenschneider alles mal eben ab. So, die erste Seite haben wir jetzt gecuttet und ich nehme jetzt hier diesen Tacker und werde jetzt hier die einzelnen Verdrahtungen hier an den Rahmen antackern. Und fertig haben wir ihn. Guck mal, das ist wirklich perfekt. Das ging rucki zucki. Einfach nur ein bisschen in Form, eine Seite angefangen, einmal ein bisschen geschnitten, gleich gecuttet, da auch, dann verzieht sich das nicht und man hat wirklich eine gute Höhe. Ruhig von der Höhe ein bisschen mehr stehen lassen, den Rest kann man nachher auch noch super runterdrücken. Nicht vergessen bitte auch Handschuhe. Ich hatte jetzt nicht so viel Kraft, ich konnte da nicht so gut gegen, aber das hält trotzdem wirklich super. Bevor wir mit dem
Deckel anfangen, weil jetzt eben ein bisschen, nehmen wir jetzt das Moos und legen uns das hier mit der grünen Seite nach vorne, einmal so und genau, legen uns das komplett einmal aus. Ich finde es ganz niedlich und ganz schön, wenn wir jetzt hier das Dschungelmoos nehmen und da einfach richtig schön mit dazwischen reinlegen, weil diesmal werde ich nicht mit Erde arbeiten, ich werde nur das komplette Moos für die Sukkulenten lassen, weil das Moos speichert super die Feuchtigkeit und das ist natürlich perfekt für das Sedum. So, und jetzt lege ich das, guck mal, kann man das sehen? Das ist richtig schön natürlich und das lege ich jetzt erstmal komplett auf. Komplett ausgelegt mit dem Moos. Ich nehme jetzt die Maler Abdeckplane und werde mir hier jetzt einmal mit der Heißklebe, gehe ich jetzt hier einmal, mache mir die Seite mit Klebe voll. Genau, drücke mir das hier schon mal ein bisschen ran und dann kann das Vlies die Feuchtigkeit, falls es doch feuchter ist, super aufnehmen, beziehungsweise es geht keine Feuchtigkeit nach hinten an die Wand. Wir wollen es ja gerne ins Badezimmer hängen, aber es ist egal, wo es dann hängt, dann geht da keine Feuchtigkeit raus. Und das mache ich hier mit der zweiten Seite jetzt auch. Randrücken. Beide Seiten sind ran geklebt und jetzt nehme ich die Schere und werde hier, ich halte mir das einfach nur so ein bisschen dagegen, den Rest hier einmal abschneiden. Gehe einmal rüber. Die letzte Seite einmal auch komplett schneiden. Bisschen schön runterdrücken. Das ist jetzt hier nicht so gerade geworden, aber das ist ja auch egal. Hauptsache, das ist fest. Und jetzt mache ich hier den letzten Rest nochmal. Und jetzt haben wir den Deckel, der kommt hinten drauf. Und jetzt können wir hier hinten die kleinen Metallnupsis richtig schön einmal rüber drücken, damit der Deckel auch schön fest ist. Und das machen wir jetzt einmal. Den Ast, den ich habe, den möchte ich gerne einmal hier so quer in das Bild über oder hineinlaufen lassen. Ich finde, das ist doch so ganz schön, ne? Ja. Ich muss mal gucken, der Aufhänger ist hier oben und ich finde das ganz nett. Man kann es auch so machen, aber ich glaube, so gefällt mir das ganz gut. Und jetzt nehme ich hier nochmal Heißkleber. 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 Machen wir hier so einen Klecks drauf und fixieren wir jetzt den Ast hier auf den Rahmen. In der Mitte nochmal eben hier so ein bisschen Draht geschnitten und fixieren wir den Ast hier in der Mitte nochmal an dem Zaun und dann hält der hier auch. Ist er gut stabil und das kann super halten. Und jetzt nehme ich meine Rinde und werde jetzt richtig schön Heißkleber hier oben rauf machen. So, habe richtig schön Heißkleber ran gemacht und lege mir die Rinde jetzt hier rauf und lasse jetzt richtig gut trocknen. Gehe hier nochmal unter, das richtig schön hält. Das hält super und ich habe jetzt hier ohne Kleber einfach die Rinde so reingesteckt und das ist super, weil der Ast ja nun hier mit dem Draht fixiert ist und gut auf Spannung und das hält perfekt. Und da die Sukkulenten ja wirklich nicht schwer sind, kann man das wirklich hier, ich halte das einfach mal so, sieht doch gut aus als Bild, oder? Sehr gut, das passt echt. Gefällt gut. dir? Ja, Ja. Naturbild pur. Genau, Naturbild pur. Und dann machen wir auch gleich weiter. Und jetzt kommt natürlich die beste Sache, das Dekorieren von dem Wandbild. Und dann nehme ich jetzt hier die Sukkulente wieder raus und befreie sie einigermaßen hier von der Erde. Und jetzt gucke ich einfach, wenn wir hier mal rübergehen, Micha. Genau, und jetzt gucke ich mal vom Loch her, wie viel wir da brauchen. Ich hatte mir jetzt hier einmal den Draht. Und hier könnt ihr oben in der Infobox mal gucken, wir haben schon einiges mit Draht gemacht. Da haben wir, genau draußen haben wir dieses Drahtgeflecht bepflanzt. Das war auch sehr, sehr schön. Auf der Leiter. Da haben wir es auch gemacht, stimmt. Macht das Loch richtig gut auf. Und jetzt gucke ich ganz vorsichtig, dass wir hier unsere Sukkulente reinkriegen. Ihr könnt den Draht super auseinanderziehen und danach aber auch wieder
wenn es nicht so gut hält. Das hält perfekt. Sie ist richtig schön fest und ihr könntet den Draht danach jetzt auch wieder richtig gut zusammendrücken, damit sie einen Halt hat. Das heißt, hier brauchen wir noch nicht mal Krampen. Und jetzt geht es weiter. Ich werde hier jetzt, was nehmen wir denn jetzt mal? Ich werde mir hier diesen Topf mal nehmen. Und genau, da muss natürlich unheimlich viel ab, weil das wäre auch viel zu tief. Und da gehe ich jetzt wieder so ganz vorsichtig und trenne mir die kleinen Babys ab und dekoriere sie mir jetzt hier rein. Hier habe ich zur Hilfe immer so ein, könnt ihr einen Holzstab nehmen oder wie auch immer. Macht euch ein kleines Loch rein. Guckt einfach, passt es. Vorsichtig, nicht pieksen. Vielleicht sonst Handschuhe nehmen. Genau, jetzt ist es auch ein bisschen besser. Und jetzt könnt ihr die hier reinsetzen und gegebenenfalls den Draht wieder ein bisschen fester machen. Und wenn es nicht hält, nehmen wir hier einfach so ein Stück Draht, basteln uns einen Krampen, indem wir den einfach nur biegen. Und das ist so eine kleine Anwachshilfe und könnt das da einmal so reinstecken. Und dann hält es wirklich super. Seguro que la última vez ser doble cara está de moda. El egoísmo a ti te ahoga y tus mentiras. No dejo que eso. Ich finde, das ist ganz gut voll, oder? Das langt. Das Ja? finde ich richtig genau richtig. Genau richtig, ne? Genau passend. Genau, und ich werde jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen Moos nehmen und hier auf die Baumrinde, was ich mir eben gerade hier an den Stock noch rangemacht habe, da mache ich mir jetzt eben nochmal ein bisschen Moos ran. Ganz natürlich, so ein bisschen. Und jetzt könnt ihr, ganz vorsichtig mache ich das jetzt so, wie mit den Tillandien auch. Ich nehme jetzt ein ganz bisschen Kleber, lasse ihn aber ein bisschen abkühlen, weil zu heiß mögen die das nicht. Und klebe mir jetzt diese hier einfach in das Moos rein. Und das mache ich hier mit den anderen kleinen. Guck einfach mal, wie wir das hier rankriegen. Und ich glaube, das kommt da auch noch mal so ran. Den Lütten habe ich da einmal so ein bisschen rangeklebt. Dieses komplette hier mit Erde, das habe ich mir einfach ein bisschen mit Moos aufgefüllt. Oben ein bisschen Moos rauf gemacht und es ist richtig super stabil. Das heißt, hier müssen wir nicht kleben, gar nichts. Und ich werde jetzt hier die ganzen kleinen Zwischenräume ein bisschen mit Moos, einmal mit diesem Dschungel, spanischen Moos und mit dem grünen Moos ein bisschen auffüllen. Und das ist wirklich ganz einfach. Ihr nehmt einfach nur das Moos, geht hier jetzt so in die Zwischenräume und das kann man sich so super leicht mal eben hier in die Lücken reindrücken und dann hält das schon automatisch. Also das ist wirklich ganz super. Und fertig ist es. Guck mal, rucki zucki, wirklich eine schnelle, super leichte, tolle, effektive, natürliche Deko-Idee. Also ich freue mich schon, dass wir das gleich im Badezimmer an die Wand hängen. Und ich glaube, Micha hat das auch sehr gut gefallen heute, oder? Ja, das wirklich und ging echt flink. Bin ich ja mal gespannt, ne? Ja. Und nur mal so einen kleinen Tipp nochmal, da die Sukkulenten das nicht so gerne mögen, wenn sie von oben Wasser bekommen und auch da wirklich ein bisschen empfindlicher sind. Ich meine, da gehen die Meinungen auch wirklich auseinander. Aber ich persönlich nehme bei diesen Objekten das sowieso, dass ich die Spritze, ob man hier jetzt so eine stumpfe Nadel, ob man die hat oder nicht, aber ihr könnt erstmal sehen, wie viel Wasser ihr drin habt und ihr könnt ganz effektiv hier bis an die Wurzel rangehen, den Wasser geben und das ist wirklich perfekt. Es ist im Badezimmer, sie bekommen sowieso Luftfeuchtigkeit, das ist natürlich gut. Was auch total wichtig ist, dass sie Licht bekommen. Das ist jetzt wirklich ein kleines Experiment, so wie mit dem Brunnen auch, mit dem Leuchtturm, den wir gemacht haben. Hier könnt ihr nochmal in der Infobox gucken. Und wir hoffen sehr, dass das Licht reicht. Ansonsten müssen diese Deko-Objekte dann ihren Platz wechseln. Und das ist ja auch kein Problem, ihr Lieben. Und wir hoffen sehr, dass wir euch heute mit diesem Thema inspirieren konnten. Dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mal einen Daumen hoch geben würdet oder ein kostenloses Abo, aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr wirklich immer Info, wenn ein neues Video online ist, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Hier unten in der Infobox, guckt mal, da findet ihr den Link zu unserer Webseite.
Beziehungsweise, da sind jetzt auch immer noch mehr Fotos, ne Micha? Ja, extra ein Link nochmal für die Fotos für das Thema von heute. Genau, genau. Und auch Dekoartikel, wenn wir die finden, oder ihr wisst ja, ich bin ja auch bei Hof Oelkers, dann sind auch die Verlinkungen jeweils zu den Dekoartikeln. Also ihr Lieben, es hat uns unheimlich viel Freude gemacht. Wir gehen jetzt runter und hängen das Ding auf. Und wir sagen bis bald, eure Conny und Euer Micha, der Kameramann. genau. Tschüss. Tschüss.